So schade und so schlimm es ist, die Situation, in der sich Deutschland gerade befindet, die Wirtschaftskrise und all das. Und jeder sieht im Moment keinen Ausweg. Es ist aber jetzt die Zeit, dass sich tatsächlich die Leute mit Möglichkeiten beschäftigen, wie wir da rauskommen. Und wenn wir jetzt nicht reingehen und sagen, hier gibt es etwas, ja, hier gibt es Bitcoin und das Geldsystem ist eigentlich die Wurzel alles Öls, was wir haben, warten wir nicht jetzt. Jetzt in der Situation, wo die Leute offen dafür sind. Eine große Chance in der Krise. Ja, genau. Man muss aus den Krisen das Beste machen und das wäre das Beste, was man daraus machen kann. Heute passiert hoffentlich Magie. Heute passiert hoffentlich, dass Menschen, weil Politiker haben zwar Parteien, aber sind auch Menschen mit eigenen individuellen Einstellungen zu Themen, dass man ihnen vielleicht einen neuen Blickwinkel zeigen kann für ein ganz wichtiges Thema, was mir am Herzen liegt und vielen Leuten, die heute hierher kommen, einen neuen Blickwinkel zeigt oder ja, wie so ein Funken bei denen auslösen kann, dass sie heute nach Hause gehen und sich Gedanken machen und sagen, da ist vielleicht doch was dran. Heute ist die Auftaktveranstaltung vom Bitcoin im Bundestag, einer Initiative, die dafür da ist, den Abgeordneten und Mitarbeitern des Bundestags die Möglichkeit zu bieten, sich über Bitcoin zu informieren. Die heutige Sitzung, also die Auftaktveranstaltung, dient dazu, erstmal überhaupt ein Interesse an dem Thema zu wecken und ein bisschen Grundkenntnis dafür zu schaffen. Meines Wissens ist es tatsächlich die erste Bitcoin-Veranstaltung, die in einem deutschen Parlament stattfand. Ja, genau. Und das ja, ich meine, das ist eine Pionierarbeit, die es braucht. Frau Cotard hat es gesagt, wenn sie dann aus dem Bundestag ausscheidet, dann möchte sie sicher sein, dass das weitergetragen wird. Und ich glaube, da sind wir auf dem allerbesten Weg. Wie kam es dazu, dass diese Veranstaltung stattfindet? Ja, Joanna hat ja die Initiative ins Leben gerufen, nachdem sie aus der AfD ausgetreten war. Und ich finde, es ist auch gut, dass es eine Person tut, die im Bundestag zwar ist, aber fraktionslos ist, weil das so ein bisschen auch diesen Charakter, den Bitcoin hat, widerspiegelt, dass Bitcoin eben nicht politisch ist in dem Sinne und auch nicht auf einer politischen Seite steht. Und Joanna hat die Notwendigkeit eines guten Geldes verstanden und gesehen und hat gesagt, da müssen wir drüber aufklären und das braucht es im Bundestag. Und interessanterweise sieht man ja auch, dass hier eine sehr hohe Nachfrage nach dieser heutigen Auftaktveranstaltung ist und ich glaube, dass diese Initiative von großem Erfolg gekrönt sein wird. Die Joanna Cotard, und ich denke, das ist eine Fügung des Schicksals, weil ich wirklich auch ans Schicksal glaube, dass wir alle auch nicht zufällig jetzt heute hier stehen, ist ja parteilos. Und ich glaube, das ist ja Bitcoin auch. Bitcoin kennt keine politischen Kräfte, Bitcoin ist Bitcoin und Bitcoin ist da. Und ich denke, das war für mich auch die Hauptentscheidung, hieran teilzunehmen. Jeder hat immer eine zweite und dritte und vierte Chance verdient und ich werde auch in meinem Vortrag sagen, das ist eine Stärke, auch mal seine Position, seine Meinung zu etwas, zum Beispiel die hier heute herkommen und vielleicht noch skeptisch sind, das ist eine Stärke und das sollten eigentlich Politiker auch tun, ihre Meinung auch mal zu überdenken, wenn eine neue Faktenlage da ist. Und die Faktenlage, die schaffen wir heute hoffentlich ein bisschen mehr, neutral zu berichten. Dann habe ich trotzdem natürlich überlegt, was bedeutet es eigentlich, hier nach Berlin zu kommen, hier ins Rampenlicht zu kommen. Aber wenn man eben mit diesem Herzblut und dieser Leidenschaft mit und für Bitcoin dabei ist und da was bewegen will und man kriegt diese Anfrage, die mich sehr dankbar macht, hier sein zu dürfen und natürlich auch stolz macht, dann kann man das eigentlich nicht ablehnen. Ich möchte, dass meine Kollegen eine Meinung zum Thema Bitcoin haben und ich möchte, dass die positiv ist. Das heißt, wenn eine CDU-Fraktion jetzt ankommt und die Fachleute und sagen, wir möchten es so schwer wie möglich machen, in Deutschland tatsächlich Bitcoin zu benutzen, weil das ist alles kriminell und Geldwäsche und überhaupt, möchte ich, dass in der CDU-Fraktion Leute aufstehen und sagen, Moment mal. Wir haben aber was anderes gehört, ne, in der Veranstaltung Bitcoin und der und der und da. Und dann kommt die Diskussion in der Fraktion in Gang. Macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Und dann kann es vielleicht passieren, ich weiß es nicht, aber dass die CDU-Fraktion sagt, okay, wir stellen den Antrag nicht. Oder wir gucken, dass wir einen Antrag stellen oder ein Gesetz machen, das Bitcoin positiv ist, weil es uns nutzt.
Das wäre schön, wenn ich das erreichen könnte. Und ich bin ja noch 1,5 Jahre im Bundestag. Ich möchte, wenn ich hier rausgehe, eine Parlamentariergruppe Bitcoin haben. Ich hoffe, dass den Menschen bewusst wird, dass sie keine Angst vor Bitcoin haben müssen, dass die Politiker gut daran getan sind, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Einfach, weil es am Ende für die Menschen viel Hoffnung bedeutet, das Thema Bitcoin. Und weil die Politik da in den letzten Jahren, gerade hier in Deutschland, sich eher kritisch zu zeigt. Und kritisch zu sein ist ja auch okay, aber auf Basis von vielleicht auch nicht vorhandenen Informationen Gesetze zu machen, kann natürlich auch sehr großen Schaden verursachen. Und dementsprechend möchte ich das Bewusstsein schaffen, dass Bitcoin nichts Böses ist und dass man sich vielleicht dem Thema offen zeigen sollte. Und es geht für Deutschland um sehr, sehr viel, ob sich das Land dieser Technologie öffnet. Und das ist wichtig und deswegen machen wir auch diese Veranstaltung. Und wir hoffen, damit durchzudringen, mit den Informationen, mit der Bildung. Und dass das einfach etwas wird, wo die Politiker später oder in der kommenden Zeit auch eigene politische Forderungen ableiten können von. Beispielsweise, wir haben einen sehr liberalen Blick auf die Welt, auf Politik, auf Wirtschaft. Das mögen andere Abgeordnete beispielsweise anders sehen. Aber ein Grundwissen über Bitcoin ist essentiell, um Forderungen zu formulieren. Und da wollen wir helfen, dass sie einfach in Zukunft besser argumentieren können, Bitcoin besser verstanden haben. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Was erhoffe ich mir von dieser Veranstaltung? Wie gesagt, vorhin hatte ich es schon angedeutet, dass die Menschen ein bisschen was mitnehmen. Und für mich persönlich zeigt es, und das ist eigentlich die Hoffnung, glaube ich, auch für viele andere, dass es auch Menschen wie ich, ein kleiner Unternehmer aus Bayern, in den Bundestag schaffen können. Und wodurch? Durch Bitcoin. Und so sind wir noch so früh dran, dass du bei allem, was du im Leben machst, das, was ihr macht, das, was der Roman macht, du bist dann immer der Erste. Du bist dann der Erste, weil es eben wir noch so früh dran sind. Und dieser Pioniergeist, dieser Erfindergeist, den wir jetzt haben oder den ihr auch habt, den auch Deutschland ausgezeichnet hat, über viele Jahrhunderte, innovationsfreundlich eben zu sein, dass das auch wieder mehr reinkommt und man nicht immer nur Angst hat und vor Neuem sich wegduckt oder sagt, das lehne ich jetzt ab, das Neue. Das wäre ein tolles Ergebnis, wenn wir nicht immer nur wegregulieren, sondern auch mal positiv und frei auf diese Dinge zugehen. Weil letztlich kann man solche Dinge und gerade die Dinge, die vielleicht auch niemand gehören. Da gibt es einige tolle Beispiele, wie auch den Buchdruck, der in Deutschland mit erfunden wurde vor vielen Jahrhunderten, der zu vielen Positiven geführt hat, bis zu in der Neuzeit jetzt das Internet oder das E-Mail-Protokoll. Wir können es nicht aufhalten, das soll auch keine Drohung sein und so ist es bei Bitcoin auch. Wir können nur eben die Entscheidung treffen, in diesem Bahnhof steigen wir in diesen Zug ein, der jetzt gerade ganz langsam diese Dampflokomotive aus dem Bahnhof rausfährt, oder steigen wir nicht ein. Und das hat, glaube ich, ganz große negative Auswirkungen. Und man sagt ja immer, Bitcoin ist sozial. Und das ist dann eben das große Problem, wenn der Zug abfährt aus dem Bahnhof, ohne uns in Deutschland, ohne uns in Europa. Ich kenne ganz, ganz viele tolle Menschen, die in Bitcoin-Firmen auch ein berufliches Zuhause gefunden haben oder die sich selbstständig machen, naja, die zahlen ja auch Steuern. Die nehmen teil am Wirtschaftsleben, am gesellschaftlichen Leben, Rente, Arbeitslosenversicherung. Da hat ja Deutschland und Europa einen Wert dran. Und wenn wir jetzt nicht die richtigen Wege gehen mit und für Bitcoin, dann wird es eben auch wirtschaftlich wieder ein Bereich sein, ähnlich wie wir im Internet ja auch die großen Tech-Companies nicht hier haben in Europa, wird es eben genauso auch mit Bitcoin laufen. Und da kämpfe ich dafür, dass das eben nicht so wird. Du hast gesagt, du hast begriffen, warum Bitcoin wichtig ist. Magst du da kurz schildern? Also für mich persönlich, ich glaube, es hat jeder seine persönliche Sicht, wieso es für ihn wichtig ist. Und es hat ja ganz viele Facetten. Für mich persönlich ist das Thema tatsächlich die Freiheit. Für mich persönlich ist es die Möglichkeit, die Macht von der Politik einzuschränken, die Macht von den Zentralbanken einzuschränken. Weil das ständige Gelddrucken und keinerlei Grenzen kennen, eines der Kernprobleme ist, die wir haben. Und solange die Möglichkeit haben, einfach zu sagen, wir schmeißen hier die Druckerpresse an und lösen unsere Probleme alle, indem wir Geld auf den Markt schmeißen, solange wird sich hier auch nichts ändern.
Und das ist das, was mich als erstes aufgeweckt hat. Ich habe gesagt, meine Herren, sollte sich Bitcoin durchsetzen, dann brauchen wir keine Zentralbanken mehr. Dann brauchen wir ganz viel von dem, was wir jetzt hier haben, nicht mehr. Und Politiker wären gezwungen, ganz anders Politik zu machen, weil sie gucken müssten, für was geben wir es aus, das Geld oder Bitcoin, für was nicht. Bitcoin ist wichtig, weil wir seit 2000 Jahren Menschheitsgeschichte versuchen, ein gutes Geld zu definieren und das nie geschafft haben und immer wieder unsere Geldsysteme kollabiert sind. Die Effekte, die wir heute sehen, die ähneln sich sehr zu den Systemen, die wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, getrieben durch Inflation und zentrale Geldschöpfung. Und ich hoffe, dass Bitcoin in dieser Wahrnehmung als eine Lösung für dieses Problem verstanden wird. Bitcoin für mich ist kryptografisch abgesichertes Geld. Es ist eigentlich auch Freiheit für die Menschen. Ja, es geht darum, dass man mathematisch, kryptografisch Werte sicher übertragen kann, ohne ein Drittparteirisiko zu haben, ohne jemanden, der intervenieren kann. Bitcoin ist für mich Freiheit. Bitcoin bedeutet Souveränität. Es ist ein starkes Signal und ein starkes Tool eigentlich für Menschenrechte. Egal wo und egal unabhängig von wo sie herkommen, welche politischen Ansichten sie haben, was auch immer. Und das ist etwas, was es so noch nicht gegeben hat und es ist für jeden verfügbar. Und das ist etwas, das ist einzigartig, es ist ein Wertespeicher, der allen zur Verfügung steht. Und sowas kommt nicht alle Tage. Hoffnung, und für mich ist Bitcoin wirklich eine wertvolle Geldanlage. Also für mich geht es darum, in erster Linie für die Zukunft zu sparen, weil ich weiß, dass es aus staatlicher Sicht nicht passieren wird. Zum Beispiel eine Rente. Dass die nicht ausreichen wird. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Wir waren in Elternzeit, wir waren in Teilzeit. Wir wissen, wie unsere Rentenbescheide aussehen. Und wenn wir nicht anfangen, als Frauen uns dafür zu interessieren, wie wir uns in Sicherheit bringen können, um es mal ganz klar zu sagen, dann sehen wir irgendwann ziemlich alt aus. Und dann wundern wir uns, wenn dann auf einmal die Zeit gekommen ist und wir nicht vorher was gemacht haben, dann ärgern wir uns. Dieses langfristige Denken, was auch in der Politik vielleicht wieder mehr reinkommen sollte, nicht von Amtsperiode zu Amtsperiode, habe ich eben auch. Mein großer Traum ist es, so wie es zuerst mein Traum war, in das Familienunternehmen einzusteigen, die 3. Generation zu sein, ist jetzt mein neuer Traum, meinen 3 Söhnen diese Möglichkeit zu bieten. Eine Möglichkeit, ein Angebot zu machen. Und das ist ja erst in vielen Jahren, die sind noch sehr klein. Das heißt, wir müssen sehr langfristig denken. Ich muss langfristig denken, aber auch Deutschland, die Politiker, die Entscheider in Wirtschaft müssen langfristig denken. Und dieses langfristige Denken wäre toll, wenn das wieder mehr reinkommen würde in allen möglichen Bereichen des Lebens. Ja. Auch in Partnerschaft, in vielen Entscheidungen, die man heutzutage trifft als Mensch. Freiheit in allen Dingen. Das bedeutet, dass die Menschen mehr Möglichkeit bekommen, frei zu handeln, aber auch selbstbestimmter zu handeln. Die Selbstbestimmtheit geht uns immer weiter verloren, unsere Kaufkraft geht uns immer weiter abhanden und wir sind als Individuen nicht mehr in der Lage, über unsere Kaufkraft voll und ganz selbst zu entscheiden. Das macht in großen Teilen natürlich heute die Politik und auch die Zentralbankpolitik, die Geldpolitik. Und Bitcoin kann es schaffen, dass die Individuen sich selbst wieder so ein bisschen mehr ermächtigen. Bitcoin ist ein globales Geld, zensurresistent, funktioniert in jedem Land. Und viele Länder sehen diese Vorteile und nutzen sie auch schon. Und die als erstes dabei sind, profitieren wahrscheinlich am Ende auch als erstes daran und am besten. Von daher hoffe ich, dass wir uns hier politisch nicht so sehr eigene Fallstricke setzen und ein bisschen offener für das Thema werden. Für mich ist Bitcoin tatsächlich Freiheit. Das ist das, was es uns ermöglicht, als Menschen aus der Abhängigkeit rauszukommen und tatsächlich eigenverantwortlich auch agieren zu können. Das, was wir heutzutage nicht können. Gerade in Deutschland nicht. Gerade in Deutschland wurde uns anerzogen, der Staat kümmert sich schon um dich. Und die Eigenverantwortung wurde aberzogen. Und ich glaube, das ist auch eines der ersten Probleme, die Leute haben, ja, wenn man ihnen erzählt, das sind dann, du musst dir 12 oder 24 Wörter merken. Und das ist alles. Ja, was passiert denn, wenn es weg ist? Ja, das darf halt nicht passieren. Das ist deine Verantwortung, dass das nicht passiert. Da kannst du niemanden anrufen und sagen, Hilfe, ich habe mein Passwort vergessen. Und da merkst du schon, dass die Leute anfangen, Angst zu haben. Und dann merkt man aber, dass genau das Bitcoin bewirkt, dass die Leute aus dieser Abhängigkeit, aus diesem ich werde umsorgt, umhegt, sondern in die Eigenverantwortung kommen und für sich und ihr Leben einfangen und damit einfach frei werden.
Das ist einfach so. Meine Vision von Deutschland mit einem anerkannten Bitcoin? Ja, also ich denke, da ist der Oberbegriff ist da einfach Freiheit. Der ist Freiheit, ein nicht regulierbares Zahlungsmittel. Natürlich, wir können auch Inflationssicherheit und so viele positive Argumente aufzählen. Aber ich denke, ganz oben steht die Freiheit. Ein nicht regulierbares Zahlungsmittel für jeden Bürger. Das ist nur positiv. Wir können uns nur wünschen, dass die Politik in das Thema einsteigt, sich ihm annähert, versteht und dann politische Forderungen formuliert, bei denen sich die Menschen aussuchen können, ob das sinnvoll ist und dann entsprechend auch vielleicht wählen. Aber es ist wichtig, weil es ist auch selbst für Politiker persönlich vielleicht relevant. Politiker sind auch Menschen und auch sie wollen ihr Geld geschützt haben. Das kann Bitcoin bieten. Und ja, von daher denke ich, Verständnis wird bei dem einen oder anderen wachsen, vorangehen. Und ich glaube, wir werden dann ähnliche Entwicklungen sehen in Zukunft, wie wir sie auch in Amerika bereits sehen. Immer mehr Politiker interessieren sich für das Thema und formulieren neue Gesetze, die sinnvoll sind, wie beispielsweise das Recht auf Eigenverwahrung und solche Dinge. Und das ist wichtig. Das ist eine Sache, die muss angestoßen werden und wir hoffen einfach einen Beitrag dazu zu leisten. Ich glaube, wir wären eine sehr viel friedlichere Welt, wenn wir Bitcoin hätten, als alleiniges Zahlungsmittel jetzt. Ich sehe das aber, also das wird dauern, bis es soweit ist. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, das ist in den nächsten Jahren soweit. Das wird mit Sicherheit dauern. Aber jeder Einzelne, der sich, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt, der verändert sich selber. Wie er zu dem Leben steht, wie er zu seinem Gegenüber steht. Und ich habe mit ganz vielen gesprochen, die wirklich, ja, die ihr ganzes Leben angepasst haben und zum Positiven. Ich habe noch nie einen so positiven Space wie den Bitcoin-Space erlebt. Die Leute sind gut gelaunt, die sind gut drauf, die haben Visionen, die setzen sich für etwas ein, an was sie glauben. Und das ist etwas, das wäre, wo wir es vorhin gesprochen haben, die gespaltene Gesellschaft, wo man sie wieder zusammenbringen kann. Und es ist tatsächlich eine Möglichkeit, weil die Leute ja immer sagen, das, was unsere Regierung im Moment falsch macht, dass man gleiche Chancen hat und dass wir anstatt dass wir die Armen fördern und sonst versuchen wir alles gleich zu machen. Und zwar von oben runter gedrückt. Wir wollen alle anpassen und alle. Und Bitcoin würde das von sich aus machen. Bitcoin hat die Chance, dass das jeder für sich machen kann. Jeder für sich nutzen kann. Und diese Chance würde ich ganz gerne jedem geben. Weil wenn ich das sehe, dass Bauern in Afrika, die nichts haben, das nutzen können und plötzlich was sind. Es ist eine ganz, ganz große Chance, die wir nutzen können, wenn wir es richtig machen. Was hast du für ein Gefühl? Wie ist die Veranstaltung gelaufen? Oh, hervorragend. Hervorragend. Ich muss sagen, also das ist nicht eine der, das ist die Veranstaltung gewesen mit der besten Energie, die ich bisher hatte. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren im Bundestag. Die Leute sind wahnsinnig enthusiastisch, haben innovative Ideen, sind tatkräftig, arbeiten viel. Wir haben hier ganz viele Helfer um uns rum, die das möglich gemacht haben, die aus der Bitcoin-Community kommen. Das ist einfach eine wahnsinnig gute Stimmung. Ich muss sagen, einfach alles positiv. Super positiv. Bitcoin ist da, es wird nicht weggehen. Klar, der Preis schwankt ab und zu ein bisschen, aber das Fundament ist da und es wird nicht weggehen. Bitcoin wird sich weiterentwickeln auch. Und ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass es Bitcoin gibt. Ich denke, das Schöne ist bei Bitcoin, dass wir vor Bitcoin alle gleich sind. Also vor allem Geld, und das ist das Gute, sollte es keine Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise geben. Jeder sollte das gleiche Recht haben, dieses Geld zu verwenden und natürlich auch im gleichen Maße daran profitieren können. Bitcoin kann so viel Gutes tun, auch in Unternehmen. Familienunternehmen ist Denken in Generationen. Und Bitcoin ist eben auch Denken in Generationen. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, wenn wir in einer Bitcoin-Welt leben würden, in einer reinen Bitcoin-Welt, wären wir alle gesunde Minimalisten. Weil wir das haben würden, was wir brauchen,
aber eben nicht mehr. Und wir würden nicht einfach kaufen, sondern wir würden kaufen, wenn wir es brauchen. Und dann wäre uns das Geld oder wären uns die Bitcoin das auch wert. Oder die Satoshi, was auch immer. Limitiertes Geld schafft Frieden. Ja. Der eine oder andere mag vielleicht sagen, das klingt naiv, aber ich finde, da ist definitiv was dran. Das gefällt mir sehr gut. Let's rock, let's roll. Game time.